Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns mal ein Boxset an, das 2012, glaube ich, erschienen ist. Zu einer Zeit, wo es noch echt erschwinglich war. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Neupreis war, aber ich befürchte, wenn heute so ein Boxset rauskommen würde, wäre es wesentlich teurer. Was da genau drin ist, gucken wir uns nach dem Intro einmal an. Ja, dieses Boxset beinhaltet alle Singles von 1974 bis 1982. 7-Inch Singles in einer nachgemachten Version und für mich eines der geilsten Boxsets, die, finde ich, rausgekommen sind so damals von KISS. Und ja, da es auch noch damals bezahlbar war, natürlich umso besser. Heute wird das wahrscheinlich bei KISS im Store, keine Ahnung, 500 € kosten. Auf jeden Fall das Ding super schön aufgemacht. Wir haben hier vorne dieses ausgestanzte Logo mit den Flammen dahinter. Das ist so ein Stofftuch, was dahinter geklebt ist. Das sieht sehr genial aus. Wir bekommen diese Metallplakette. The Casablanca Singles, Limited Edition 1974 bis 1982. Der Rest der Box ist tatsächlich einfach nur schwarz. Dann geht das ganze Teil hier einmal, das ist halt der Part, wo halt ja, das Logo so ein bisschen versetzt nach hinten ist. Und dann können wir das hier mit Magnet öffnen. Und da drin sind die ganzen Singles. Und die hole ich jetzt mal raus und das Ganze gucken wir uns an. Ja, starten wir hier 1974, Nothing to Lose und Love Theme from KISS. Das Ganze nur in einer weißen Hülle, gab es anscheinend damals nicht mit Cover. Und ja, das ist die erste, die kommen im schwarzen Vinyl und sind dann mit so einem, ja, so eine Art bedrucktes Label. Das ist kein richtiges Papierlabel, was anscheinend drauf gepresst wird. Es sieht drauf gedruckt aus. Genau kann ich es aber auch nicht sagen. Auf jeden Fall sind sie sehr, sehr schön gemacht und ja, cool, dass die wieder aufgelegt wurden. Dann haben wir das Ganze hier nochmal ohne Hülle. Kiss in Time und wir haben hier auch nochmal Nothing to Lose. Dann geht es weiter. Wir haben hier Strutter und 100,000 Years, auch ohne Cover. Und dann kommen wir zur ersten mit Cover. Die Cover sind alle in einem ja, dickeren Pappstil, nicht so wie früher in diesem Papier. Und auch da sehen wir, haben wir die Single mit diesem blauen Casablanca Label. Hier haben wir Shout It Out Loud und Sweet Pain drauf mit diesen ja, japanischen Schriftzeichen. Dann haben wir hier einmal Rock'n'Roll All Night. Die kommt ja mit beiden Seiten identischem Bild daher. Wir gucken einmal auch da ein blaues Casablanca Label drauf. Auch sehr schick. Dann geht es weiter mit dieser hier, Come On and Love Me. Auch mit japanischen Schriftzeichen drauf. Und da haben wir noch Getaway drauf. Und da wahrscheinlich auch wieder ein blaues, wenn ich den Eingang finde, da oben, ein blaues Casablanca Label. Jupp, das sieht auch wieder genauso aus wie die anderen. Let Me Go Rock'n'Roll. Hier muss ich sagen, ich habe die alle auch als Original. Alles, was hier bisher zu sehen war, außer halt diese ersten in den weißen Covern, habe ich als Original. Obwohl ich mir da nicht sicher bin, könnte auch sein, dass ich auch da welche vielleicht von habe. Weil ich habe ja auch einige ohne Hüllen. Also Let Me Go Rock'n'Roll, Hotter Than Hell. Auch ein cooles Teil. Dann haben wir hier nochmal eine Rock'n'Roll All Night und Getaway. Die allerdings ja, besitze ich als Original nicht. Ich weiß auch gar nicht, gab es die damals so? Habe ich jetzt persönlich noch nie als Original so gesehen. Aber ja, ist hier mit im Set. Schönes Teil. Dann haben wir hier Flaming News und hinten drauf sieht das Ganze so aus. Schauen wir einmal rein, was das Label hergibt. Auch da wieder blaues Casablanca Label. Coole Single, Destroyer Cover. Meins, ja, mein Favoritencover von den KISS-Alben. Dann haben wir Hold Me, Touch Me von Paul Stanley. Und das Coole ist hier, wir bekommen sie im farbigen Vinyl. Das ist schon mal sehr, sehr geil.
Und wir bekommen hier die Maske und das nicht als Maske, sondern als Art kleines Poster. Finde ich sehr genial. Man müsste sie ausschneiden, wenn man sie nutzen möchte. Das macht natürlich kein Mensch, aber das ganze Ding hier kommt als so ein Poster beigelegt, was natürlich dann auch wieder, es unterscheidet von den Originalen. Vielleicht ist es auch der Grund, warum sie es so gemacht haben, damit man nicht da irgendwie Schmut treibt und die Poster aus den Singles in die Originale packt oder wie auch immer. Das ist, keine Ahnung, obwohl auch da merkt man den Unterschied, wenn man es anfasst. Dann geht es weiter mit Radioactive von Gene Simmons. Hinten drauf sieht das Ganze so aus. Auch hier gucken wir natürlich einmal rein. Wir bekommen hier eine rote Vinylscheibe, die fast ein bisschen pink scheint. Und dann haben wir hier die Maske, die sehr, sehr dunkel ist, fast schwarz das Haar. Das ist im Original nicht ganz so. Also die auf jeden Fall hier ein großer Unterschied. Trotzdem, ich bleibe dabei, ich finde es cool, dass die Dinger hier in einer anderen Form in dieser Box mit enthalten sind. Das macht das Ganze zu was Besonderem. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie die Single-Box auf dem Markt mittlerweile gehandelt wird. Ich glaube, sie ist immer noch nicht so teuer. Also wenn ich die mal das letzte Mal habe ich die vor ein paar Jahren bei eBay mal gesehen, die gingen noch nicht zu Superpreisen weg. Dann haben wir hier You Matter to Me von Peter Criss. Auch da natürlich im grünen Vinyl. Und auch da gucken wir uns mal an, wie die Maske aussieht. Überall hängen so kleine Fusseln hier von der Pappe dran. Und dann haben wir hier Peter, da sieht man wieder das Grün besser um die Maske, was bei Gene eben gar nicht zu sehen war. Aber alle Masken sehen sehr, sehr dunkel, wie nennt man das, gedruckt, geprintet aus. Also sind alle ein bisschen sehr dunkel und dunkler als die Originale. Hinten auch hier wieder so, weil da kommt jetzt, glaube ich, ein Unterschied. Wir haben hier eine andere Peter Criss noch. Don't You Let Me Down. Da sieht das nämlich hinten so aus und das dürfte jetzt wahrscheinlich ohne Maske daherkommen. Genau, mit schwarzem Vinyl und dem beigefarbenen Casablanca Label. Und dann haben wir hier natürlich noch final einmal Ace, auch natürlich wunderschön im blauen Vinyl. Und auch da gucken wir uns das Poster einmal an. Ja, das Blau ist jetzt auch nicht so richtig blau, wirkt alles ein bisschen sehr matt, aber trotzdem coole Sache. Sind jetzt nicht die besten Drucke von den Masken, die sie da reingemacht haben. Gehen wir zu Strutter 78 und Shock Me. Hinten drauf sieht das Ganze so aus. Innen drin bekommen wir dann diese Single mit diesem Label. Da haben wir dann einmal hier diese KISS-Logos drauf. Auch das sieht nett aus. Singles haben ja immer so ein bisschen merkwürdige Cover. Nicht alle sehen da richtig cool aus. Dann haben wir hier KISS, Rocket Ride und Tomorrow and Tonight. Tomorrow and Tonight, einer der Songs, die ich wirklich echt richtig mag. Dann hier auch wieder dieses Casablanca-Label mit den KISS-Logos drauf. Das Ganze sieht so aus. Dann bekommen wir hier dasselbe nochmal, aber allerdings mit Love Gun und dann in schwarz-weiß. Auch da habe ich keine Info, ob es die wirklich jemals so richtig dann gab. Könnt ihr mir gerne mal, wenn ihr es besser wisst, in die Kommentare schreiben, ob die Singles wirklich alle so auf dem Markt erhältlich waren, wie sie hier in der reproduzierten Version sind. Viele habe ich ja. Hier Christine 16, auch die Cover-Variante müsste ich besitzen. Hinten sieht das Ganze so aus, mit Shock Me noch drauf. Und auch da haben wir wieder ein Casablanca-Label drin. Ja, das ist mal ein cooles Cover. Kommen wir zu Calling Dr. Love. Das ist immer so ein Teil, was man auch ab und an mal noch mit Glück auf Flohmärkten findet. Genau wie die nächste, die ich euch gleich zeige. Dann schauen wir da einmal rein. Auch da wieder Casablanca Label.
auch ein ganz nettes Cover, wie ich finde. Dann kommen wir zu Hard Luck Woman. Das Teil auch wieder doppelseitig. Vom Bild her Casablanca Label, auch wieder wie gehabt. Das Ding findet man auch mal mit Glück öfter mal auf dem Flohmarkt. Ist nicht so selten zu bekommen und gehört zu den billigeren Singles auf dem Markt. Dann haben wir hier Kiss Bass, auch wieder doppelseitig bedruckt. Wir gucken uns das Label an, auch wieder Casablanca, nichts was einen hier überrascht. Ja, Kiss Bass, auch ein schönes Ding. Ich mag den Song, auch einer meiner Lieblinge. Dann haben wir hier auch wieder Kiss, Detroit Rock City und Bass in dieser japanischen Variante. Da seht ihr es. Japan-Pressung habe ich ja auch von den Singles wirklich richtig viele. Da fehlen mir nur noch sehr, sehr wenige. Und ja, hier als Nachpressung. Dann haben wir I Love It Loud. Hier wieder ein cooles Cover, weil wir hier wieder auf der Single halt das typische LP-Motiv haben. Hinten mit einem coolen Bild drauf. Das sieht auch richtig gut aus. Schauen wir mal, wie das Label aussieht. Das unterscheidet sich jetzt ein bisschen. Da wird das Casablanca-Teil oben etwas kleiner. Aber auch das, ja, typisch Casablanca-Label. Tolle Single. Kommen wir zu A World Without Heroes. Das ist hier Dark Light auch noch mit drauf. Scheint eine Pressung zu sein, die irgendwo Richtung Spanisch geht. Gehe ich mal von aus. Ich weiß es jetzt nicht genau, weil ihr seht es hier. Un Mundo. Ist das vielleicht auch eine mexikanische? Keine Ahnung. Da habt ihr es. Das Label sieht so aus. Ja, auch cooles Teil. Dann kommen wir zu einer weiteren Japan-Geschichte. Tomorrow und Naked City. Sieht so aus. Die besitze ich, glaube ich, auch. So sieht das Cover aus. Ich weiß gar nicht, ob ich die als Original besitze, aber ich müsste es eigentlich. Ja, dann eine, die man auch wirklich oft auf Flohmärkten, wenn man mal eine Kiss-Single findet, noch findet. Sure Know Something und Dirty Livin'. Geiles Cover, wie ich finde. Hinten sieht sie so aus. Und ja, das Ding ist jetzt wirklich eine der mit günstigsten Singles, die man von Kiss auf dem Markt neben I Was Made for Lovin' You finden kann. Und ich habe es gerade angesprochen, da ist sie, die wohl meist verbreitetste Single auf dem deutschen Markt, würde ich sagen, die einen auf Flohmärkten immer wieder in die Hände fällt. I Was Made for Lovin' You mit diesem Cover hier. Ja, Casablanca Label drauf. Und ja, cooles Cover. Ich finde es eine coole Single. Hat mein Leben verändert, diese Single. Allerdings nicht in diesem Design, weil ich hatte ja eine andere mit dem Dynasty-Bild drauf. Und ja, es war halt einfach für mich der Anfang meines Kiss-Fan-Daseins als Kind. Dann haben wir hier Shandy und She's So European. Hinten mit dem Unmasked Albumcover drauf. Und wir schauen uns einmal das Label an. Auch da nichts Überraschendes. Ein Casablanca Label. Ja, coole Single. Ist ja eh die Zeit von Kiss, die ich am meisten feiere. Und dann kommen wir hier auch schon zum Ende. Das ist dann nämlich Kiss Shout It Out Loud aus dem Doppelalbum Alive 2 und Nothing to Lose. Hinten sieht sie so aus. Und das ist die Single. Das waren die Singles. Jetzt kommt aber noch das Goodie, was dabei ist. Und da ist nämlich noch ein Booklet dabei. Kiss Casablanca Singles. Und das können wir uns auch einmal angucken. Da haben wir schon mal ein cooles Bild der Band. Und dann haben wir hier anscheinend ein bisschen Infos zu den verschiedenen Singles. Immer zwischendurch mit ein paar Fotos der Band. Echt cool gemacht. Immer schön, wenn Booklets dabei sind. Und hier wirklich auf jeder Seite ein cooles Bild. Hier noch so ein Doppelbild vom World Trade Center. Ja, hier sieht man nochmal einen Einleger, den ich hier mit ins Buch gepackt habe. Da ein schönes Bild von Peter Criss, der gerade Bass singt. Einleger habe ich hier mit ins Buch reingelegt, damit er nicht kaputt geht. Dann hier nochmal Infos. Hier ein Bild von
Alive Fotoshoot. Oder Alive 2 war das, glaube ich. Ne? Da haben wir hier ein schön großes Bild von Ace. Hier aus der Unmasked-Ära oder Dynasty-Ära. Dann hier The Elder. Dann Creatures of the Night Zeit. Und das war das Booklet. Ja, das ist die Casablanca Singles Box. Wer die nicht auf dem Zettel hatte, viele sammeln keine Singles. Ich persönlich liebe 7-Inch Singles. Ich finde es cool. Ich wünschte mir, ich hätte irgendwann nochmal eine Jukebox, wo ich die ganzen Singles reinpacken kann, die ich alle so habe und doppelt habe. Dass man so eine eigene KISS-Jukebox hätte, wo man nur KISS drin hat. Das wäre so mein Traum. Leider sind diese Dinger oft unbezahlbar. Und ja, die bezahlbar sind, sehen meistens nicht so geil aus. Das muss man echt ganz klar sagen. Tolles Boxset. Vielleicht kannte es der eine oder andere noch nicht. Ich finde es ein mega Teil. Ich habe es gefeiert, als es damals rauskam. 7-Inch Sachen sind immer nicht ganz so begehrt, dadurch wahrscheinlich auch auf dem Markt immer noch ganz gut zu kriegen, zu humanen Preisen. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Es sind alle Singles aus der Zeit enthalten. Ich finde es ein Mega-Set und für mich eines der coolsten Boxsets, die von KISS offiziell erschienen sind. Und ja, damit bin ich auch raus mit diesem Video. Habt ein wunderschönes, langes Wochenende, 1. Mai-Wochenende und ja, keep on rockin'. Tschüss.